Hallo zusammen und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch den Ölwechsel am M2 Competition zeigen. Ich nutze das Fahrzeug ja hauptsächlich auf der Rennstrecke und habe deswegen auch einen erhöhten Verschleiß. Aus dem Grund wechsle ich auch relativ häufig das Öl. Ich mache das spätestens alle 5000 Kilometer. Ich habe jetzt bereits 2 Ölwechsel hinter mir, habe bisher immer das Original BMW Öl verwendet, also sprich das Long Life 04 mit der Spezifikation 0W30. Habe mich jetzt aber dafür entschieden, aufgrund verschiedener Aussagen von Rennteams, die auch an den Events immer mit dabei sind, hier umzusteigen. Das heißt, ich habe jetzt auf Empfehlung umgesattelt auf Carbo Oil, eine deutsche Marke und ein deutscher Hersteller. Die Spezifikation des Öls ist hier ein 5W50. Das sollte also sozusagen den höheren Beanspruchungen deutlich besser standhalten. Bezüglich des Intervalls werde ich natürlich dabei bleiben, dass ich spätestens alle 5000 Kilometer das Öl wechsle. Wie gesagt, das ist immer noch deutlich günstiger, als da einen Motorschaden in Kauf zu nehmen, und es tut einfach dem Motor und den Teilen gut, wenn man da entsprechend immer frisches Öl verwendet. Was ihr für so einen Ölwechsel braucht, ist natürlich die richtige Menge an Öl. Standardmäßig gehen in so ein M2 Competition laut BMW 6,5 Liter rein. Bisher habe ich es noch nicht selber gemacht. Das heißt, in dem Video werden wir also auch sehen, ob das stimmt, ob das eben die richtige Angabe ist. Das heißt, ich habe mir jetzt hier mal 12 Liter bestellt, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Und zusätzlich zu dem Öl braucht ihr natürlich einen frischen Ölfilter inklusive Dichtungssatz. Das bedeutet, da immer darauf achten, wenn ihr jetzt, sag ich mal, nicht so teuren Ölfilter nehmt, was ich nicht empfehlen würde, aber falls ihr das tut, achtet bitte darauf, dass ihr wirklich die Dichtringe und auch eben die O-Ringe ersetzt, sodass das alles wieder dicht ist. Hier sehen wir jetzt also, wir haben hier 3 Flaschen mit dem Carbo Oil in der Spezifikation 5W50. Das ist ein vollsynthetisches Öl. Wie gesagt, 12 Liter, einfach ein bisschen was in Reserve haben, schadet ja nicht. Dann habe ich hier den Mann-Filter, das ist sozusagen Herstellerqualität, das verwendet auch BMW. Und das Kit kommt eben mit dem Filter plus eben den Dichtring sowie den kleinen O-Ring, die eben für die Ablassschraube verwendet werden. Da würde ich, wie gesagt, immer darauf achten, dass ihr die auch neu macht. Die kosten eigentlich kein Geld und es wäre doch schade, wenn dann da nachher irgendeine Undichtigkeit vorhanden ist und ihr Öl verliert und dann vielleicht der Ölstand zu niedrig ist. Das heißt, hier immer darauf achten, dass ihr so ein Kit kauft, wo das alles mit dabei ist, oder wenn das nicht im Kit dabei ist, dass ihr es eben separat nochmal dazu kauft. Ölfilter technisch, wie gesagt, würde ich auch nicht den billigsten nehmen. Ich würde hier bei dem Standard-Ölfilter bleiben. Irgendwas Spezielles würde ich jetzt hier nicht verbauen, da durch die kurzen Wechselintervalle da meiner Meinung nach eigentlich kein Bedarf besteht, auf irgendwas Verrücktes umzustellen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie finde ich den richtigen Filter für mein Fahrzeug, habe ich euch jetzt hier unten rechts mal eingeblendet, die Adresse. Ich schreibe sie auch nochmal in die Beschreibung. Dort könnt ihr für euer Fahrzeug den richtigen Filter ermitteln. So, und jetzt geht es auch schon ab ans Auto. Heute mit dem super komfortablen Umstand, dass ich eine Hebebühne zur Verfügung habe. Und in dem Fall ist natürlich nochmal viel einfacher ist, als wenn man das sozusagen draußen in der Kälte auf der Einfahrt oder auf dem Boden vor der eigenen Einfahrt machen muss. So ist das echt super easy. Wir starten jetzt hier damit, einmal den alten Filter zu lösen und so sozusagen Luft ins System kommen zu lassen. Dafür brauchen wir einen speziellen Ölfilterdeckel, der dann eben entsprechend auf euren Ölfilter passt. Und mit diesem Ölfilterdeckel können wir den Ölfilter hier wunderbar lösen. Ohne so einen Deckel ist es extrem schwierig, deswegen ist das wirklich ratsam, da ein entsprechendes Kit zu haben, wo eben verschiedene Größen drin sind, oder sich für sein Fahrzeug den spezifischen Adapter zu besorgen. Wenn dieser Ölfilter jetzt gelöst ist, dann können wir hier mit einem Tuch arbeiten, um sozusagen zu verhindern, dass da irgendwo was hinkleckert. Das sehen wir jetzt auch gleich, wenn ich da so ein Tuch zur Hilfe nehme, und dann können wir den Ölfilter eben komplett aus dem Gehäuse entnehmen. Das Schöne bei BMW ist eben, auch wie bei dem 325 Ti Video, dass der Ölfilter eben hier oben ist und sehr gut zugänglich, und da ist sozusagen auch keine Gefahr, dass das irgendwie rostet, weil der eben wirklich komplett verbaut ist. Da ist lediglich dieser Plastikdeckel und innen drin dann der Ölfilter. Wenn ihr den Ölfilter jetzt entnehmt, dann packt ihn am besten in eine kleine Schale oder irgendein Gefäß, sodass ihr den dort eben ohne Probleme reinigen könnt. Das nächste, was wir jetzt machen, ist sozusagen den alten Filter einmal hier rausziehen aus dem Gehäuse, dafür einfach nach vorne wegziehen. Und jetzt haben wir hier 2 Dichtringe, das hatte ich ja bereits erwähnt, die solltet ihr auf jeden Fall tauschen. Einmal diesen kleinen Dichtring hier vorne an diesem Näschen und dann nochmal den großen Dichtring weiter oben, der sozusagen nach dem Gewinde kommt und einfach dafür sorgt, dass kein Öl am Gewinde vorbei nach draußen tritt. Den kleinen
Dichterin haben wir jetzt hier entfernt. Da gibt es auch wieder Spezialwerkzeug, was euch das Leben entsprechend leichter macht. Das hätte ich zum Beispiel jetzt zu Hause gar nicht gehabt. Deswegen war das echt super, dass ich hier in der Werkstatt untergekommen bin. Das ist perfekt. Der große Dichtring geht natürlich deutlich einfacher zu lösen. Hier empfiehlt sich dann auch, das wird auch später zu sehen sein, dass man eben den Gewindegang oder beziehungsweise eben den Hohlraum am Fahrzeug ein bisschen einölt, bevor man den wieder einsetzt, den Filter. Jetzt hier einmal mit Bremsenreiniger das Filtergehäuse komplett ausspülen und säubern, sodass da die ganzen alten Schmodderölreste rauskommen. Dann am besten einmal leer blasen mit Druckluft oder eben einfach mit dem Mund freipusten oder durch die Gegend schleudern, wie ihr das eben machen wollt, um das Ding wieder sauber zu bekommen. Das verdunstet ja relativ schnell, der Bremsenreiniger. Das heißt, das ist da an der Stelle auch sehr unkompliziert. Hier in dem Fall mache ich jetzt eine Grobreinigung mit dem Tuch, bevor ich eben anfange, die Dichtringe einzusetzen, damit an den Stellen, wo ich jetzt die Dichtringe platziere, also die neuen Dichtringe platziere, auch kein Bremsenreiniger mehr vorhanden ist. Dafür nutze ich die im entsprechenden Mannfilter-Kit enthaltenen neuen Dichtringe. Als erstes setze ich jetzt den kleinen Dichtring in der Mitte dieser Nase wieder ein. Den kleinen Dichtring würde ich auf jeden Fall auch trocken montieren, das heißt also nicht einölen, da der relativ straff sitzt, und wenn ihr den jetzt vorher einölt, habt ihr dann nachher Schwierigkeiten, den da wieder richtig zu positionieren. Das heißt, den würde ich trocken positionieren und dann am Ende eben mit ein bisschen Öl benetzen. Im zweiten Schritt gehe ich jetzt her und verbaue den großen Dichtring. Der große Dichtring kommt zwischen das Filterdeckelgewinde und eben den Anschlusspunkt oder den Ankerpunkt oder den Anschlagpunkt des Ölfilterdeckels. Der lässt sich sehr, sehr leicht montieren und auch hier am Ende wieder ein kleines bisschen Öl spendieren, damit das nachher alles gut sitzt und auch entsprechend sauber abdichtet. Wenn jetzt beide Dichtringe wieder platziert sind, ist der letzte Schritt, dass wir den neuen Ölfilter einstecken. Und der neue Ölfilter am besten so rum einstecken, dass die Beschriftung nach unten zeigt. Das heißt also, wenn ihr den Ölfilter wieder entnehmt, dass ihr auch in der Lage seid, die Beschriftung oder die Typbezeichnung zu lesen. So habt ihr es dann später einfacher zu erkennen, welchen Ölfilter ihr nachbestellen müsst, falls ihr euch das nicht ohnehin notiert habt. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Beschriftung nach unten zu platzieren, dass man da eben leichter diese auch wieder lesen kann. So sieht das dann aus. Und dann wird das wieder am Fahrzeug verbaut. Nun geht es unterm Auto weiter. Hier sehen wir jetzt in der Mitte eine Aussparung mit einer Ablassschraube. Das ist die einzige Schraube, die ihr eigentlich lösen müsst, um euren Ölwechsel durchzuführen. Das heißt, das ist die klassische Ölablassschraube. Rein aus Interesse, und da ich jetzt ohnehin in der komfortablen Situation war, dass das Auto auf der Hebebühne ist, habe ich auch mal noch die Verkleidungsplatte gelöst. Hier sind jetzt mal die äußeren Schrauben markiert. Die muss man zuerst lösen, und nachdem man die äußeren Schrauben gelöst hat, kann man auch noch die entsprechend innenliegenden Schrauben lösen, und danach ist diese Abdeckplatte frei und man kann sie entnehmen. Das jetzt wie gesagt nur als Info für euch, wie ihr die Platte gelöst bekommt und was sich dann darunter verbirgt. Das sind jetzt die innenliegenden Schrauben, die eben auch gelöst werden müssen. Es sind insgesamt sehr, sehr viele Schrauben, die hier die Platte halten. Und wenn man eben an die darunter liegenden Teile herankommen möchte, wie zum Beispiel eben das Getriebe, die Katalysatoren oder aber auch die elektronische Lenkung, dann muss man diese Abdeckung hier abnehmen. Für den Ölwechsel, wie gesagt, ist es nicht relevant. Da reicht es, diese Ölablassschraube zu lösen, um das Öl abzulassen. Mit dem Lösen der letzten Schrauben ist eben die Platte lose und ihr könnt sie vorsichtig nach unten wegziehen. Danach habt ihr eben freien Blick auf die von mir erwähnten zusätzlichen Teile und Komponenten.
So, und jetzt sind wir zurück am Auto. Jetzt lösen wir die Ölablassschraube. Wie gesagt, oben ist der Ölfilter noch entnommen, sodass da auch entsprechend das Öl gut ablaufen kann und da kein Vakuum ist. Und da kommt auch schon das schwarze Gold heraus. Das lassen wir jetzt einmal komplett ablaufen. Und nachdem das komplett abgelaufen ist, können wir hergehen und die Ablassschraube eben auch mit einem neuen Dichtring versorgen und die Ablassschraube dann wieder platzieren. Hier sehen wir jetzt eben diesen neuen Dichtring. Da ist ganz interessant, das wusste ich gar nicht, das hat man mir jetzt erklärt. So ein Dichtring, warum muss man den tauschen? Am Anfang ist das so, dass das Metall flexibel ist und eben auch eine gewisse Dehnbarkeit hat. Die verliert es aber durch das Anziehen, durch diese, ja, wie soll ich sagen, Kraftbelastung wird das sozusagen hart. Man kann das aber auch wieder weich machen, indem man es erhitzt und dann langsamer abkühlen lässt. Dann ist das Material wieder weich und dehnbar. Man könnte sie also auch wiederverwenden, indem man sie erhitzt und langsam abkühlen lässt. Aber das ist ja ein Cent-Artikel und meistens bei diesen Wechselkits dabei. Das heißt, wie gesagt, am besten immer erneuern. Das lohnt sich auf jeden Fall. In Sachen Zugkraft macht ihr die Schraube einfach handfest. Ihr müsst die da nicht ranknallen. Die muss einfach nur gut sitzen. Wie gesagt, aufgrund der Elastizität des Dichtrings presst er sich sozusagen in Form und sorgt dafür, dass es dicht ist. Deswegen soll man den ja auch erneuern, denn nach diesem Festziehen ist eben diese Elastizität verloren gegangen und man müsste ihn erst wieder erhitzen, damit er das kann. Jetzt haben wir hier einmal diese Innenwand des Ölfiltergehäuses mit Öl benetzt und wir können den neuen Ölfilter inklusive der neuen Dichtringe wieder einsetzen. Jetzt kommt eben entsprechend ein elektronischer Drehmomentschlüssel zum Einsatz, um hier die vom Hersteller geforderten 25 Newtonmeter Drehmoment anzuziehen. Der elektronische Drehmomentschlüssel, der ist natürlich super genau, auch entsprechend teuer. Ich hatte jetzt eben das Glück, dass der hier vorhanden war in der Werkstatt. Ich zu Hause habe nur einen normalen, aber wenn man schon solches professionelles Werkzeug hat, sollte man es natürlich auch nutzen. Der nächste Schritt nach dem Festziehen des Ölfilters mit dem vorgeschriebenen Drehmoment geht es jetzt darum, entsprechend wieder neues Öl in den Motor zu befüllen. Dafür einfach die Befüllschraube oben am Motor öffnen und dann beginnen, euer Öl einzufüllen. Hierbei noch ein kleiner Tipp. Dadurch, dass man das Öl nie hundertprozentig aus dem System herausbekommt, würde ich euch raten, nicht die komplette Menge, die vom Hersteller angegeben wird, direkt einzufüllen. In dem Fall sagt BMW, es passen 6,5 Liter in den Motor bzw. in den Ölkreislauf. Daher würde ich an der Stelle erstmal mit 6 Litern beginnen und dann nochmal kontrollieren. Kontrollieren heißt, entweder mit Ölmessstab, das geht jetzt bei dem Fahrzeug nicht mehr, das geht elektronisch, das zeige ich im Anschluss und dann eben gegebenenfalls nochmal Öl nachfüllen. Wenn ihr das Fahrzeug jetzt nicht exzessiv bewegt, ist das auch nicht schlimm, wenn da ein halber Liter fehlt. Wenn ihr euch fragt, wie kriegt ihr da genau 6 Liter rein, die Kanister haben immer eine Skala, wo ihr sehen könnt, wie viel Liter sind an einem gewissen Punkt sozusagen im Kanister enthalten und dann könnt ihr einfach immer mal wieder kleine Schlücke nachgeben, solange bis ihr eben an der entsprechenden Markierung an eurem Kanister angekommen seid. Und dann könnt ihr den Messvorgang am Fahrzeug starten, eben über einen Ölmessstab oder über eine elektronische Kontrolle am Fahrzeug, je nach Fahrzeugtyp. Noch ein weiterer Tipp, passt bitte extrem auf, wenn ihr jetzt hier den Ölbefüllstutzen geöffnet habt, dass euch da nichts reinfällt, irgendwelche Kleinteile oder ähnliches, denn hier ist jetzt kein Schutzgitter oder irgendwas anderes, das heißt, alles, was euch da reinfällt, fällt sozusagen direkt in den Motor oder beziehungsweise vor die Kurbelwelle und da hat es ja auch rotierende Teile, die Steuerkette, das heißt, da sollte euch bloß nichts reinfallen. Hier im Fahrzeug können wir jetzt, nachdem ihr das Fahrzeug eine Weile habt laufen lassen, also der Motor muss warm sein, über euer Fahrzeugstatusmenü die Ölfüllstandmessung durchführen. Dafür wählt ihr eben in eurem Fahrzeugstatusmenü links die kleine Ölkanne aus, geht dann auf Ölstand messen und drückt dann eben Messung starten. Wenn das ausgegraut ist, liegt das daran, dass euer Motor zu kalt ist. Wie gesagt, dann müsst ihr das Fahrzeug starten, eine gewisse Zeit lang laufen lassen und dann könnt ihr das aktivieren. Ich lasse das jetzt hier mal schnell vorlaufen, damit man da nicht warten muss. Das dauert relativ lange. So ein einfacher Ölmessstab wäre mir da deutlich lieber und am Ende bekommt ihr eben so eine Skala und hier haben wir jetzt tatsächlich das Glück, dass wir erstmal nur 6 Liter eingefüllt haben und nicht die kompletten 6,5, tatsächlich den idealen Punkt erwischt haben in Bezug auf den Ölfüllstand. Was jetzt am Schluss noch fehlt, ist das Zurücksetzen der Serviceintervalle. Das könnt ihr auch direkt am Fahrzeug machen, indem ihr bei euch die Zündung lediglich einschaltet, dann euren Rücksetz-Button für zum Beispiel Spritverbrauch oder auch Kilometerlaufleistung einmal 6 Sekunden gedrückt haltet, dann
kommt ihr in dieses Menü und in dem Menü könnt ihr mit einem einfachen Druck durch die einzelnen Bereiche blättern und wenn ihr einen Bereich resetten wollt, dann haltet ihr auch wieder länger als 6 Sekunden gedrückt, löst einmal und haltet nochmal gedrückt, bis eben die entsprechende Reset-Anzeige kommt. Die füllt sich dann langsam, wenn die voll ist, könnt ihr die Taste wieder lösen und dann habt ihr den Zustand sozusagen resettet. Die Informationen, die ihr jetzt hier zurückgesetzt habt, reflektieren sich auch in euer iDrive-System. Das bedeutet, wenn ihr in eurem iDrive-System den Fahrzeugcheck-Menüpunkt aufruft und dort eben kontrolliert, wie sind die aktuellen Intervalle, dann sind die auch alle wieder resettet und so könnt ihr jederzeit, wenn ihr selber Servicearbeiten durchführt, diese Intervalle wieder zurücksetzen. Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!